Stell dir vor, die unvergessliche rebellische Prinzessin von England, die Schwester von Königin Elizabeth, Prinzessin Margaret, ein Herz, das sich im Schatten des Throns den königlichen Regeln widersetzte. Sind Sie bereit, die tragische Lebensgeschichte von Prinzessin Margaret zu sehen, voller Schmerz, Liebe, Enttäuschung, Geheimnissen und Skandalen? Die königliche Geschichte beginnt. Dies ist die Geschichte von Prinzessin Margaret, der rebellischen Schwester von Königin Elizabeth II. Eine Frau, die sich aus Liebe gegen die Monarchie auflehnte, ihre Leidenschaften nicht unterdrücken konnte, aber letztendlich den höchsten Preis für ihre Freiheit zahlte. Indem sie bei der Krönung der Königin beiläufig eine Feder von der Schulter eines Offiziers strich, rückte sie die britische Königsfamilie ins Rampenlicht der Boulevardpresse und löste eine Kette von Ereignissen und Debatten aus, die Jahre andauern sollten. Eine verbotene Liebe, Einsamkeit im Rampenlicht und ein Leben, gefesselt durch Protokolle. Kommen Sie, lassen Sie uns in das Leben einer der dramatischsten Figuren der königlichen Geschichte eintauchen, Prinzessin Margaret, und gemeinsam den Schatten folgen. Am 21. August 1930 hallt Glamis Castle in Schottland vom Schrei eines Neugeborenen wider. Dieses Baby war das zweite Kind von König Georg V. von England, dem Herzog von York, Prinz Albert und Elizabeth Bowes-Lyon. Das entzückende Baby wurde nach mehreren schottischen Königinnen Margaret genannt und nach der weißen Rose des mittelalterlichen Hauses York Rose. Margaret wurde in die berühmteste Familie der Welt hineingeboren. Ihr Großvater, König Georg V., der 1910 den Thron bestieg, regierte ein Reich mit rund 500 Millionen Einwohnern. Während und nach dem Ersten Weltkrieg war das Haus Windsor die einzige bedeutende europäische Königsfamilie, die noch bestand. König George und seine Frau Königin Mary waren in erster Linie darauf bedacht, die Würde der britischen Monarchie zu bewahren. König George V. blieb konservativ und erwartete von den übrigen Mitgliedern der Königsfamilie, dass sie sich ebenfalls konservativ und traditionell verhielten. Margaret wuchs in einem solchen Umfeld auf. Margarets Vater, Prinz Albert, war innerhalb der königlichen Familie als Bertie bekannt. Prinz Albert hatte eine Sprachbehinderung und daher eine sehr schwierige Kindheit. Seine Geschwister und sein Vater sahen seine Sprachbehinderung als Zeichen dafür, dass er nicht intelligent war, und hänselten ihn während seiner Kindheit gnadenlos. Einem Bericht zufolge kniffen ihre Kindermädchen, die ihren Bruder mehr liebten, sie auch häufig und setzten sie körperlicher Gewalt aus. Infolgedessen entwickelte sie im Gegensatz zu ihrem Bruder Edward eine introvertierte Persönlichkeit. Als zweiter Sohn hatte sie keine Aussicht darauf, die königliche Krone zu tragen, doch dann ereignete sich etwas Unerwartetes in der britischen Geschichte. Im Jahr 1936 dankte ihr älterer Bruder, König Edward VIII., nach weniger als einem Jahr auf dem Thron ab. König Edward hatte sich in eine Amerikanerin, Wallis Simpson, verliebt. Aber Wallis Simpson war sowohl geschieden als auch mit einem anderen Mann verheiratet. Und so wurde Margaret durch eine unerwartete Wendung der Ereignisse zur dritten in der Thronfolge. Margarets Mutter war Elizabeth Bowes-Lyon, die aus einer angesehenen schottischen Adelsfamilie stammte. Elizabeth war 19 Jahre alt, als der Herzog von York 1920 begann, um sie zu werben. Zunächst lehnte sie ihn zweimal ab. Schließlich willigte sie jedoch 1923 ein, ihn zu heiraten. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann war die Herzogin von York introvertiert, selbstbewusst und kontaktfreudig. Im Jahr 1926 ermutigte sie ihren Mann, sich an den Sprachtherapeuten Lionel Locke zu wenden. Prinz Albert überwand nach und nach sein Stottern. Der Oscar-prämierte Film The King's Speech wurde von diesem Ereignis inspiriert. Das Paar hatte 2 Töchter. Die zukünftige Königin Elizabeth II. Wurde 1926 geboren. Ihr zweites Kind, Margaret, kam 1930 zur Welt.
Prinz Albert wollte, dass seine Töchter in einem glücklichen familiären Umfeld aufwachsen. Margaret verbrachte die ersten 6 Jahre ihres Lebens mit ihrer Familie zwischen der Londoner Residenz in Piccadilly und der Royal Lodge in Windsor. Die Herzogin verfolgte einen traditionellen Ansatz bei der Erziehung ihrer Töchter. 1932 ernannte sie Marion Crawford, eine Schottin, zur Gouvernante der jungen Prinzessinnen. Ihre Gouvernante hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf sie und erweiterte ihren Horizont. Beide Mädchen blieben 15 Jahre lang im königlichen Dienst, bis sie das Erwachsenenalter erreichten. In ihrem 1950 erschienenen Buch Little Princesses stellte sie Elizabeth jedoch als Vorbild für Anmut und guten Charakter dar und Margaret als ihre wilde und widerspenstige kleine Schwester, die im Gegensatz zu Elizabeth stand, wodurch sie ihre Beziehung zur Familie beschädigte. Obwohl Margaret dieses Buch als Verrat am Vertrauen des Königshauses betrachtete, kann man sagen, dass Crawfords Bericht viel Wahres enthielt. Prinzessin Margaret trat schon in sehr jungen Jahren bei öffentlichen Zeremonien auf. Margaret war 6 Jahre alt, als ihr Vater den Thron bestieg. König Georg VI. Wurde am 12. Mai 1937 gekrönt. Mit der Thronbesteigung ihres Vaters veränderte sich ihr Status grundlegend. Als Elizabeth 1939 mit dem Unterricht in Verfassungsgeschichte begann, nahm ihre jüngere Schwester nicht daran teil. Da Elizabeth im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, wuchs Margaret offener auf und unterlag nicht den strengen Disziplinarregeln, die für ihre Schwester galten. Trotz dieser Entwicklungen und Unterschiede in ihren Persönlichkeiten blieben die beiden Schwestern ihr Leben lang eng miteinander verbunden. Unterdessen brach im September 1939 der Zweite Weltkrieg aus, ein Ereignis, das das Leben aller Menschen tiefgreifend beeinflusste. Sie zogen nach Windsor Castle. Obwohl in königlichen Kreisen darüber gesprochen wurde, die Prinzessinnen nach Kanada zu evakuieren, lehnte ihre Mutter, Königin Elizabeth, dies ab. Selbst als die Deutschen begannen, England zu bombardieren, blieben der König und die Königin in London. Als der Buckingham Palace getroffen wurde, gewannen sie die große Sympathie des Volkes. Die Mädchen blieben während des gesamten Krieges in Windsor und die Prinzessinnen erhielten als Zeichen der Solidarität nur rationierte Lebensmittel und Kleidung. Am Ende des Krieges waren beide Prinzessinnen Teenager und hatten Männer kennengelernt, die eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen sollten. Zu Beginn des Krieges lernte Elizabeth ihren Cousin, Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark, kennen, der in der Royal Navy diente. Sie verliebte sich bald in ihn. Ein weiteres bekanntes Gesicht in Windsor war der 29-jährige Kriegspilot und Oberstleutnant Peter Townsend. Townsend hatte sich in der Luftschlacht um England ausgezeichnet und wurde Anfang 1944 zum Adjutanten des Königs ernannt. Margaret war zu dieser Zeit erst 14 Jahre alt und Elizabeth nahm im Herbst 1946 den Heiratsantrag von Prinz Philipp an. Im Februar 1947 wurde offiziell bekannt gegeben, dass sie mit Prinz Philipp verlobt war. Ihre Hochzeit, die am 20. November 1947 in der Westminster Abbey stattfand, war das erste große königliche Ereignis nach dem Krieg. Prinzessin Margaret, die allein vor der Braut und 7 Brautjungfern schritt, zeigte sich elegant und selbstbewusst. Nach der Hochzeit ihrer Schwester war sie nun die begehrteste Frau der Welt. Wo immer sie auch hinging, zog sie die Aufmerksamkeit der internationalen Presse auf sich. Neben ihrem Charme, ihrer Schönheit und ihrer Lebhaftigkeit wurde die junge Prinzessin zu einer Vorreiterin der Damenmode, indem sie sich die New Look-Kollektion von Christian Dior zu eigen machte, die sich durch Schlitze, kurze Röcke und hochhackige Schuhe auszeichnete. Unmittelbar nach dem Krieg nahm Prinzessin Margaret ihre königlichen Pflichten in Schulen, Krankenhäusern und Wohltätigkeitsorganisationen im ganzen Land wahr. Gleichzeitig sorgte sie für Kontroversen, indem sie Nachtclubs und private Partys besuchte und mit ihren Freunden bis zum Morgengrauen tanzte.
Gerüchte besagten, dass sie Beziehungen zu vielen männlichen Bekannten hatte. Hinter ihrer lebenslustigen Fassade verbarg sich eine junge Frau mit einem neugierigen und intellektuellen Geist, tiefen religiösen Überzeugungen und einer Zerbrechlichkeit, die sie nur ihren engsten Freunden zeigte. Als sich der Gesundheitszustand ihres Vaters zu verschlechtern begann, bereitete Margaret sich darauf vor, ihren 21. Geburtstag in Balmoral zu feiern. Sie und ihr Gruppenkapitän Townsend hatten sich ineinander verliebt. Townsend hatte sie auf den meisten ihrer Auslandsreisen begleitet, und die Romanze hatte sich im Laufe der Jahre langsam entwickelt. Townsend war zu dieser Zeit verheiratet und aufgrund seiner Pflichten oft von seiner Frau getrennt. Obwohl der König das Interesse seiner jungen Tochter an Gruppenkapitän Townsend spürte, hoffte er, dass es sich nur um eine vorübergehende jugendliche Verliebtheit handelte. Etwa zu dieser Zeit wurde bei George VI. Ein Tumor diagnostiziert und er starb am 6. Februar 1952 in Sandringham. Seine Schwester Elizabeth erfuhr während ihres Aufenthalts in Kenia von ihrer Thronbesteigung. Ihre verwitwete Mutter wurde fortan als Königinmutter bezeichnet. Als die neue Königin in den Buckingham Palace einzog, ließen sich ihre Mutter und ihre Schwester im Clarence House nieder. Dies sollte für die nächsten 8 Jahre Margarets Zuhause sein. Prinzessin Margaret war vom Tod ihres Vaters tief betroffen. Sie suchte Trost bei Gott und bei Peter Townsend. Townsend schrieb in seinen Memoiren, dass er und Margaret sich erst nach seiner Scheidung ihre Liebe gestanden hätten. Am Ende der Krönungsfeierlichkeiten von Königin Elizabeth sah Margaret Townsend stehen und streichelte seine Uniform. Diese intime Geste löste Gerüchte aus, und die internationale Presse berichtete am nächsten Morgen darüber. Premierminister Winston Churchill lehnte die Heirat ab. Die Königin willigte widerwillig ein, Townsend für 2 Jahre ins Ausland zu schicken. Die Prinzessin musste bis zu Margarets 25. Geburtstag warten, um aus freiem Willen heiraten zu können. Dann würde sie ohne die Zustimmung der Königin heiraten können. Während dieser Zeit blieb sie Townsend treu und hielt ständigen telefonischen Kontakt zu ihm. Als sie jedoch ihren 25. Geburtstag feierte, teilte Königin Elizabeth ihrer Schwester unter dem Druck des Parlaments mit, dass sie Townsend nur in einer standesamtlichen Trauung heiraten könne. Wenn sie heiraten würde, müsste sie auf ihre Titel, ihr Recht auf den Thron und die Einkünfte aus dem Königshaus verzichten. Für Margaret war dies undenkbar. Obwohl sie für ihre rebellische Persönlichkeit bekannt war, stellte Margaret ihre Pflicht über die Liebe und entschied, dass sie Townsend nicht heiraten konnte. Dieses Verhalten brachte ihr große Sympathie in der Öffentlichkeit ein. Nach der traumatischen Trennung wurde Margaret gesellschaftlich aktiver und tauchte in die Welt der Unterhaltung ein. Sie ging häufig ins Theater und Kino und besuchte weiterhin mit ihren Freunden Restaurants und Clubs. Sie lud sie ins Clarence House ein und veranstaltete wilde Partys, die selten vor Tagesanbruch endeten. Peter Townsends Leidenschaft für Prinzessin Margaret war ungebrochen und das Paar traf sich mehrmals. 1958 beschlossen sie, dass sie sich nicht mehr sehen konnten und dass Margaret einen anderen Mann heiraten würde. Die untröstliche Prinzessin Margaret begann eine Beziehung mit dem Fotografen Armstrong Jones, einem extrovertierten Mann, der ihr Interesse an Kunst, Ballett, Theater und Mode teilte. Als die Königin und die Königinmutter von der Beziehung erfuhren, waren sie überrascht, mussten sie jedoch aufgrund dessen, was sie Margaret in früheren Vorfällen angetan hatten, akzeptieren. Die Verlobungsankündigung wurde von der britischen Öffentlichkeit mit großer Begeisterung aufgenommen. Die Hochzeit fand am 6. Mai 1960 statt und war die erste königliche Hochzeit, die im Fernsehen übertragen wurde. Schätzungsweise 300 Millionen Zuschauer sahen zu, wie Margaret in einem relativ schlichten Brautkleid, entworfen von Norman Hartnell, dem Lieblingsmodedesigner der königlichen Familie, zum Altar schritt. Hartnell hatte die Verzierungen bewusst auf ein Minimum beschränkt
um Margarets zierlicher Figur gerecht zu werden. Das Magazin Life beschrieb das Kleid als das schlichteste königliche Hochzeitskleid der Geschichte. Das Kleid ist heute Teil der britischen Königssammlung und wird im Kensington Palace in London als Teil der königlichen Hochzeitskleider ausgestellt. Schön, stilvoll und ein wenig rebellisch. Prinzessin Margaret war dafür bekannt, dass sie ihren eigenen Weg ging. Das bedeutete oft, mit der königlichen Tradition zu brechen. Als sie den Gesellschaftsfotografen und Playboy Anthony Armstrong Jones heiratete, war sie nicht nur die erste Prinzessin seit Jahrhunderten, die einen Bürgerlichen heiratete, sondern sie brach auch die Regeln bezüglich der Auswahl ihrer Tiara. Anstatt wie üblich eine der unzähligen Tiaras aus der königlichen Sammlung auszuleihen, kaufte Margaret eine neue Tiara. Sie erwarb die als Poltimore Tiara bekannte Tiara vom Enkel des Vierten, Baron Poltimore, für 5.500 Pfund. Sie war nicht nur als Tiara, sondern auch als Halskette und 11 Broschen konzipiert. Später wurde diese Tiara zum Synonym für das berühmte Foto ihres Mannes, der sie in der Badewanne posierend trug. Nach ihrem Tod wurde die Tiara bei einer von ihren Kindern, Earl Snowdon und Lady Sarah Chatto, organisierten Auktion für unglaubliche 926.400 Pfund verkauft. Nach der Zeremonie brachen die Frischvermählten sofort zu ihrer Hochzeitsreise in die Karibik auf. Armstrong Jones, der 1961 den Titel Earl Snowdon annahm, hatte Schwierigkeiten, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Ihr erstes Kind, David, wurde am 3. November 1961 geboren. Im Mai 1964 kam ihr zweites Kind, Lady Sarah, zur Welt. Entgegen dem Anschein hatten sich bereits vor der Geburt des zweiten Kindes der Snowdons ernsthafte Eheprobleme abzuzeichnen begonnen. Der Earl of Snowdon, der zunächst versucht hatte, seine königlichen Pflichten gemeinsam mit seiner Frau gewissenhaft zu erfüllen, verbrachte innerhalb weniger Jahre immer mehr Zeit in seinem Arbeitszimmer und immer weniger Zeit damit, die Dinnergäste seiner Frau zu unterhalten. Hinter verschlossenen Türen war ihre Ehe in Schwierigkeiten. 1965 unternahmen sie eine vielbeachtete Reise durch die Vereinigten Staaten. Das Paar fand auch Zeit für einen Besuch in Hollywood, wo sich die schillernde, aber äußerst unterhaltsame Prinzessin unter den größten und berühmtesten Schauspielern, Schriftstellern, Musikern, Künstlern und Exzentrikern der Zeit einen Namen machte. Mit einer Zigarette in der einen Hand und einem Whiskyglas in der anderen tanzte Margaret, trank und glänzte in den Kreisen der wohlhabenden Bohemians. Hollywood schien das Schlimmste in ihr zum Vorschein zu bringen. Margaret war unglücklich und einsam. Die 35-jährige Prinzessin Margaret, die oft mit ihrem Mann im Ausland war, litt unter Anfällen von Einsamkeit, die sie mit starkem Rauchen und Trinken zu überwinden versuchte. Anfang 1966 versuchte Margaret, dieser Einsamkeit zu entfliehen, indem sie eine kurze heimliche Affäre mit dem Familienfreund Anthony Barton, dem Paten ihrer Tochter Sarah, einging. Ende 1966 begann Margaret eine leidenschaftliche Affäre mit Robin Douglas Hume, einem Major der Armee. Diese Beziehung musste sie jedoch beenden, nachdem Ende März 1967 in der Presse Spekulationen über das Scheitern ihrer Ehe aufkamen. Douglas Hume beging im folgenden Oktober Selbstmord. Obwohl sie in der Öffentlichkeit ein Bild der Zweisamkeit vermittelten, drifteten Margaret und ihr Mann immer weiter auseinander. Trotz der Turbulenzen in ihrem Privatleben nahm Margaret weiterhin an staatlichen Zeremonien teil. Eine davon war die Investitur ihres Neffen, Prinz Charles, zum Prinzen von Wales im Jahr 1969. Ende 1969 gab es praktisch keine Kommunikation mehr zwischen ihr und ihrem Ehemann. Zu diesem Zeitpunkt war Margarets Ehemann bereit für eine Scheidung. Eine Scheidung
war jedoch für die königliche Familie immer noch nicht akzeptabel. 1970 änderte sich das Leben der Prinzessin völlig, als sie begann, sich mit dem 25-jährigen Roderick Llewellyn zu treffen, der aus einer wohlhabenden walisischen Familie stammte. Diese Beziehung entsetzte Königin Elizabeth II. Und die Königinmutter. Margarets Beziehung zu Llewellyn wurde schließlich im Februar 1976 öffentlich bekannt, nachdem das Paar zusammen fotografiert worden war. Nach ihrer Rückkehr nach England gab Prinzessin Margaret ihre Trennung von ihrem Ehemann bekannt. In einer Zeit politischer und wirtschaftlicher Unruhen, in der die Königin für Stabilität und Beständigkeit stand, wurde Prinzessin Margaret von der Öffentlichkeit als egoistisch, arrogant und launisch wahrgenommen. In den letzten Jahren ihres Lebens blieb Margaret trotz aller Kritik seitens der Presse ihrer Schwester und ihrer Familie treu und erfüllte weiterhin ihre königlichen Pflichten, oft auf Kosten ihrer Gesundheit. Margaret schien nach einer Schönheitsoperation und einer erheblichen Gewichtsabnahme zu ihrer alten Form zurückgefunden zu haben, als sie im November 1980 ihren 50. Geburtstag im Ritz feierte. Kurz darauf gab sie bekannt, dass ihr Liebhaber Lywell sich in eine andere Frau verliebt hatte und diese heiraten wollte. Diese Trennung führte dazu, dass Margaret sich emotional isoliert fühlte. Nach Margarets Trennung von ihrem Freund ließ die Spannung, die seit Jahren zwischen ihr und ihrer Schwester, der Königin, geherrscht hatte, nach. 1981 war die Hochzeit ihres Neffen, Prince Charles, mit Lady Diana Spencer ein wichtiger Wendepunkt in Margarets Leben, und Margaret trat ihren Platz im Rampenlicht an die strahlende Prinzessin Diana von Wales ab. Margaret war nicht mehr die Lieblingsprinzessin, die sie einst gewesen war. Die Presse begann, sich statt auf Margaret auf diese junge und schöne Prinzessin zu konzentrieren. Während der gesamten 1980er Jahre wurde Margarets Name immer wieder mit verschiedenen Freunden in Verbindung gebracht. Sie zog jedoch nie ernsthaft in Betracht, wieder zu heiraten. Trotz all ihrer persönlichen Probleme war Margaret weiterhin eine gute Mutter für ihre beiden Kinder. In den 1960er und 1970er Jahren begann Margaret auch zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie hatte einen weitaus ungesünderen Lebensstil geführt als ihre Schwester und wurde 1985 ins Krankenhaus eingeliefert, um einen Tumor aus ihrer linken Lunge entfernen zu lassen, der sich als gutartig herausstellte. Trotz des öffentlichen Drucks, mit dem Rauchen aufzuhören, rauchte sie weiter. Dennoch gelang es ihr, bis in ihre 60er attraktiv zu bleiben und sich weiterhin modisch zu kleiden. Sie war sich ihrer Stellung in den Geschichtsbüchern bewusst und gab gerne Interviews an angesehene Biografen und Historiker. In den 1990er Jahren hatte sie weiterhin einen vollen Terminkalender. Als jedoch jüngere Mitglieder der königlichen Familie die Nachfolge antraten, stand sie nicht mehr so sehr im Rampenlicht. Nachdem Diana und ihr Liebhaber Dodi Al-Fayed im August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen waren, wollte Margaret ihren ersten großen Liebe, Peter Townsend, ein letztes Mal sehen. Sie trafen sich zum Mittagessen im Kensington Palace. Als Peter 3 Jahre später an Magenkrebs starb, nahm Margaret nicht an der Beerdigung teil. Es hieß, sie habe aus Respekt vor Peters Witwe und Kindern auf die Teilnahme verzichtet. 1998 erlitt Margaret während eines Urlaubs auf Mustik einen leichten Schlaganfall. Dieser Schlaganfall machte sie bewegungsunfähig und depressiv. Im folgenden Jahr, während ihres letzten Besuchs auf Mustik, erlitt sie bei einem Unfall im Badezimmer schwere Verbrennungen und war mehrere Monate lang an den Rollstuhl gefesselt. Eine Reihe von Schlaganfällen Anfang 2001 führte zu Presseberichten, dass sie auf dem Sterbebett liege, aber sie überlebte und konnte im August 2001 an den Feierlichkeiten zum 101. Geburtstag ihrer Mutter teilnehmen. Sie verstarb am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren
In einer grausamen Wendung des Schicksals starb ihre Mutter, die Königinmutter, nur wenige Wochen später. In Wahrheit war das Leben von Prinzessin Margaret so schillernd wie die königlichen Juwelen, aber ebenso zerbrechlich. Sie war die freieste Seele ihrer Generation, aber auch das traurigste Herz im Palast. Dies ist die Geschichte einer Frau, die gegen das königliche Protokoll rebellierte, für die Liebe kämpfte, aber letztendlich allein blieb. Die Geschichte, die sie hinterlassen hat, erinnert uns daran, dass Titel in Vergessenheit geraten, aber die Leidenschaft einer Frau für die Freiheit niemals ausgelöscht wird. Dieses Licht, das von Margarets Schatten reflektiert wird, strahlt noch immer auf die Mauern der britischen Königsfamilie. Und manchmal werden die tiefsten Spuren der königlichen Geschichte von der Feder einer Prinzessin geschrieben, die im Schatten bleibt. Wenn Sie das Leben von Prinzessin Margaret genauso bewegt hat wie mich, vergessen Sie nicht, das Video zu liken, Ihre Gedanken in den Kommentaren zu teilen und den Kanal zu abonnieren, damit Sie keine neuen königlichen Geschichten verpassen. Im nächsten Video werden wir ein weiteres Leben erkunden, das im Schatten der Geschichte verloren gegangen ist. Machen Sie es gut!